Stell dir vor, du hättest einen unsichtbaren Bodyguard, einen, der jeden Menschen, der dir zu nahe kommt. Dieser Bodyguard wohnt in dir. Er ist dein eigenes Nervensystem und er hat einen einzigen verheerenden Fehler in seinem Programm. Er kann nicht zwischen einem Gespräch und einer Geiselnahme unterscheiden. Die Folge? Du lebst in einer sozialen Isolation, die du dir nicht erklären kannst. Dein Verstand sehnt sich nach Kontakt. Aber dein Körper reagiert, als stünde er vor einem Säbelzahntiger. Heute schalten wir diesen falschen Alarm aus. Schritt für Schritt. Wir gehen in die Tiefen der Psychologie, der Neurowissenschaft und der Bindungstheorie. Und ich zeige dir nicht nur den Grund für deine Einsamkeit, sondern den genauen Fahrplan, wie dein Nervensystem wieder lernen kann, was Sicherheit wirklich ist. Es beginnt mit einem Gefühl, das du wahrscheinlich kennst. Du öffnest den Messenger, siehst eine Nachricht und anstatt dich zu freuen, spürst du dieses unerklärliche Zögern, ein leichter Druck in der Brust, ein Kloß im Hals. Dein Gehirn sagt, antworte doch, aber dein Körper sagt Gefahr, Rückzug, Vermeidung. Oder du stehst vor einer Tür, hinter der Menschen lachen. Deine Hand zögert zu klopfen. Es ist nicht Schüchternheit. Es ist eine tiefe biologische Bremsung, als würdest du vor einem Abgrund stehen. Die klassische Psychologie würde hier von sozialer Phobie sprechen. Aber das ist zu oberflächlich, denn es geht nicht um die Situation an sich. Es geht um das, was in deinem Körper vor der Situation passiert. Eine präemptive Aktivierung deines Alarmsystems. Dein Nervensystem antizipiert den Schmerz, bevor er überhaupt da sein könnte. Es erlebt nicht die reale soziale Situation. Es erlebt die Projektion aller vergangenen, verletzenden Situationen auf die gegenwärtige. Das ist der Kern des Traumas. Die Vergangenheit infiltriert die Gegenwart und zwingt sie, nach der alten, schmerzhaften Blaupause zu laufen. Um das zu verstehen, müssen wir einen kurzen Ausflug in dein Gehirn machen. In deine Amygdala, die Alarmzentrale. Für die Amygdala gibt es nur eine Frage: sicher oder gefährlich? Und sie ist nicht sehr klug. Sie lernt durch Assoziation, durch wiederholte Erfahrung. Stell dir ein Kind vor. Es streckt die Arme aus, weil es Trost braucht. Szenario A: Es wird in den Arm genommen. Die Atmung der Bezugsperson ist ruhig, der Herzschlag ist beruhigend. Die Amygdala des Kindes lernt: Verletzlichkeit zeigen plus anderer Mensch. Sicherheit. Entspannung. Die Neurotransmitter, die jetzt ausgeschüttet werden, sind Oxytocin und endogene Opioide, die Chemie der Bindung und Sicherheit. Szenario B: Das Entscheidende. Das Weinen wird ignoriert oder es wird mit Ärger beantwortet. Hör auf, sei nicht so schwach. Jetzt lernt die Amygdala etwas völlig anderes. Verletzlichkeit zeigen plus anderer Mensch, verstärkter Schmerz, Gefahr. Ausgeschüttet werden Cortisol und Adrenalin, die Chemie der Bedrohung und des Stresses. Dieser Lernvorgang ist kein Gedanke, er ist eine körperliche Konditionierung. Wie der Hund von Pavlov, der beim Glockenton Speichel fließen ließ. Dein Nervensystem hat gelernt. Der Glockenton menschlicher Nähe leitet die Überschwemmung mit Stresshormonen ein. Und deshalb ist deine Reaktion heute nicht übertrieben. Sie ist präzise. Dein Körper führt das Programm aus, das ihm einst das Überleben sicherte. Vermeide den Schmerz. Vermeide die Quelle, die mit dem Schmerz assoziiert ist. Und die Quelle war oft ein Mensch. Jetzt wird es psychologisch interessant. Dein Verstand, dein bewusstes Ich, bemerkt diesen Konflikt. Ich will Freunde, aber ich flüchte. Ich will Liebe, aber ich ersticke jede Nähe im Keim. Also entwickelt die Psyche, dieses geniale System, Abwehrmechanismen. Nicht um dich zu sabotieren, um den inneren Konflikt erträglich zu machen. Der erste Mechanismus ist die Rationalisierung. Die Menschen dort sind oberflächlich. Ich brauche das nicht. Ich bin ein Einzelgänger. Ich arbeite lieber an meinen Projekten. Das sind keine Lügen, das sind Notlösungen. Psychologische Krücken, die es dir erlauben, die schmerzhafte Diskrepanz zwischen Sehnsucht und Angst auszuhalten, ohne wahnsinnig zu werden. Der zweite, tiefere Mechanismus ist die Somatisierung. Wenn die psychische Angst so groß wird, dass sie nicht mehr im Gefühl gehalten werden kann, übersetzt der Körper sie in ein Symptom. Die Migräne vor dem Date, die Übelkeit vor der Feier, die lähmende Erschöpfung, sobald du nur an einen Anruf denkst. Das ist kein Zufall.
Das ist dein Unterbewusstsein, das die Kontrolle übernimmt und sagt, wenn du nicht auf die emotionale Warnung hörst, dann nehme ich dir die physische Handlungsfähigkeit. Du bekämpfst dann die Migräne, aber du bekämpfst nur den Boten, nicht die Botschaft. Und hier schließt sich der tödliche Kreis, der Teufelskreis der selbsterfüllenden Prophezeiung. Weil du angespannt bist, wirkst du distanziert, kühl oder abwesend. Weil du distanziert wirkst, reagieren Menschen verunsichert. Sie gehen auf Abstand. Sie laden dich seltener ein. Weil sie auf Abstand gehen, fühlst du dich abgelehnt. Dein ursprünglicher Glaubenssatz, ich gehöre nicht dazu, ich bin falsch, erhält neue, scheinbar handfeste Beweise. Dein Nervensystem jubelt innerlich. Siehst du? Die Gefahr war real. Ich hatte recht. Es wird in seiner Fehlalarmierung bestärkt. Der Alarm wird lauter. Die Mauer dicker. Du ziehst dich weiter zurück. In der Stille und Kontrollierbarkeit deiner Einsamkeit findet dein System endlich die ersehnte Sicherheit. Die Einsamkeit hört auf, Strafe zu sein. Sie wird zur Belohnung, zum sicheren Hafen. Du wirst süchtig nach deiner eigenen Flucht. Das ist der Punkt, an dem Isolation zur Identität wird. Die harte Wahrheit ist, du kannst dieses System nicht mit Willenskraft überstimmen. Du kannst nicht zu deiner Amygdala sagen, hör auf, dumm zu sein. Aber die revolutionäre gute Nachricht der modernen Psychologie ist, dein Gehirn ist plastisch. Es kann umlernen. Diesen Vorgang nennt man Neuroplastizität. Die Strategie heißt nicht Sturm die Burg, sie heißt Umgehe die Burg. Baue eine neue Stadt nebenan. Du musst deinem Nervensystem neue, korrigierende Erfahrungen anbieten, nicht große, überwältigende, sondern winzige, sichere. Die Psychologie nennt das systematische Desensibilisierung. Stufe 1: Sicherheit im eigenen Körper etablieren. Bevor du Sicherheit bei anderen suchst, musst du sie in dir finden. Das ist kein Esoterik, das ist Neurobiologie. Nimm dir 5 Minuten, leg eine Hand auf deine Brust, eine auf deinen Bauch, spüre deinen Atem. Wenn die Angst hochkommt, sage nicht, verschwinde. Sage, hallo Angst, du bist da, um mich zu schützen, danke. Aber ich bin jetzt sicher, mein Herz schlägt, ich atme, es ist okay. Dieser Akt der bewussten, nicht wertenden Wahrnehmung, in der Psychologie Achtsamkeit genannt, beginnt schon den Alarmweg im Gehirn zu beruhigen. Du trainierst deinen präfrontalen Kortex, die überreaktive Amygdala zu modulieren. Stufe 2: Mikroexposition. Das Gehirn neu füttern. Deine Aufgabe für die nächste Woche ist nicht Freunde finden. Sie ist ein psychologisches Experiment. Kann ich 15 Minuten in einem Café sitzen, nur um zu beobachten, dass Menschen anwesend sein können, ohne dass mir etwas passiert? Kann ich einem Kollegen einen kleinen, echten Satz sagen? Zum Beispiel, der Montag ist immer etwas schwer für mich. Halte die Reaktion aus, nicht die Reaktion des anderen, sondern die körperliche Reaktion in dir. Atme durch sie hindurch. Jedes Mal, wenn die befürchtete Katastrophe ausbleibt, schreibst du einen neuen Datenpunkt in dein Nervensystem. Menschliche Nähe, Stufe 1, Ergebnis, überlebt, sogar neutral. Stufe 3, die korrigierende Beziehungserfahrung. Das ist das stärkste Heilmittel der Psychologie für Bindungstrauma. Finde eine sichere Person, vielleicht ein Therapeut, vielleicht ein ruhiger Freund, bei dem dein Alarm etwas leiser läutet. In dieser Beziehung darfst du Stück für Stück die alte Gleichung auflösen. Du zeigst ein winziges Stück Verletzlichkeit. Ich habe mich heute unsicher gefühlt. Und erlebst stattdessen Akzeptanz oder sogar Verständnis. In diesem Moment passiert neurologische Magie. Die alte Schmerzverbindung wird gelöst und durch eine neue, sichere Verbindung überlagert. Oxytocin trifft auf das alte Cortisolgedächtnis und sagt, sieh mal her, es geht auch anders. Der Weg aus dieser psychologischen Falle ist kein Kampf. Es ist ein Umlernen auf der Ebene, auf der der Schaden entstanden ist. Der Ebene des Körpers und der unbewussten Assoziation. Du wirst nicht über Nacht gesellig, aber du wirst etwas viel Fundamentaleres erreichen. Integration. Die Spaltung zwischen deinem wissenden Verstand und deinem fürchtenden Körper beginnt zu heilen. Du wirst die Signale deines Nervensystems nicht mehr als Feind sehen, sondern als Überlebensarchäologe, der die vergrabenen Schmerzen einer früheren Zeit entdeckt. Deine Stärke liegt dann nicht in der Abwesenheit von Angst.
Sie liegt in der Fähigkeit, die Angst zu halten, zu verstehen und neben ihr einen neuen, sicheren Raum in dir zu kultivieren. Die abschließende Frage, die dieses Video dir mitgeben soll, ist daher nicht, wie werde ich normal, sondern welche erste winzige neue Erfahrung der Sicherheit, erst in mir selbst, dann vielleicht neben einem anderen Menschen, kann ich mir heute wie ein Geschenk machen? Denn jede große Veränderung in der Psychologie beginnt mit einem einzigen neuen Datum, mit einem bewussten Atemzug in der Anspannung, mit einem Blick aus dem Fenster auf eine Welt, die vielleicht ganz allmählich etwas weniger wie ein Schlachtfeld und etwas mehr wie ein Zuhause aussehen kann. Ein Zuhause, in dem auch andere Menschen Gäste sein dürfen, nicht weil sie müssen, sondern weil du es dir langsam zutraust, sie einzuladen. Du schreibst die Psychologie deiner Beziehungen nicht von vorne. Du editierst sie, Zeile für Zeile, Erfahrung für Erfahrung. Beginne mit der ersten Zeile. Heute.